Moin, Ladies and Gentlemen, ich darf euch wieder recht herzlich zu einem kleinen Video begrüßen und wir werfen heute einen Blick auf die Marui FNX 45. Hier haben wir neben den ganzen High-Cappers von Marui wieder ein sehr gutes GBB-Modell, bedeutet Performance ist hervorragend, System läuft richtig geil, Passgenauigkeit hervorragend, Gaseffizienz sehr gut und auch das Hop-Up funktioniert wieder tadellos. Dementsprechend schauen wir uns dieses Schmuckstück einmal an und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Gut Leute, dann legen wir los. Starten wir auch dieses Video zunächst einmal mit dem Lieferumfang. Und ihr seht auch hier ist das Ganze von Marui einfach ein bisschen schöner oder hochwertiger verpackt wie bei dem einen oder anderen Hersteller. Bedeutet, wenn ihr mal eine KJW oder eine WE auspackt, da habt ihr halt einfach so einen Styropor-Karton, wo das Ding drin liegt und fertig. Wirkt ein bisschen günstig, sage ich mal. Also hier macht sich auch Marui wie bei allen anderen Waffen immer ein bisschen mehr Gedanken und sieht einfach ein bisschen hochwertiger aus. Bedeutet hier auch ein Karton, alles schön aufgeräumt, schön sicher, alles drin fixiert, schön gedruckt innen drin ein bisschen. Wirkt einfach schon mal sehr gut. Letztendlich im Karton drin habt ihr einmal eure FNX 45 bzw. TMX 45. Dann ein Gasmagazin im unteren Bereich, 2 Erweiterungen für den Griffrücken. Bedeutet hier hinten den Einsatz könnt ihr rausmachen, je nachdem wie breit ihr euren Griff haben wollt. Wenn ihr die Pistole rausnehmt, im unteren Bereich findet ihr noch einen Laufreinigungsstab und ein bisschen Papierkram auf Japanisch und Englisch ist ebenfalls im Karton enthalten. Dann können wir auch gleich wieder weitermachen mit den technischen Daten. Die FNX 45 wird einmal bei Marui in Japan produziert und hat keine Original-Markings drauf oder Logos drauf. Und das ist ein Punkt, den möchte ich heute sehr deutlich ansprechen, denn das hat Marui wirklich perfekt umgesetzt. Also einfach Bombe. Denn wenn man sich die ganze Backup mal anschaut, die Pistole hier oben, einmal Logo drin, auf dem Griff einmal Logo drin. Und wenn man nicht wirklich ganz genau hinschaut, dann meint man wirklich, das sind Original-Markings. Denn hier hat letztendlich Marui das Original FN-Logo ein bisschen umdesignt und es steht nicht FN drin, sondern TM. Sieht aber wirklich verblüffend ähnlich aus. Also hier wirklich mal ein kleines Lob an die Marui-Designer, das haben sie wirklich perfekt gemacht. Da merkt man also nicht wirklich einen großen Unterschied, ist es ein Original FN-Logo oder ist es ein TM-Logo. Also hier wirklich Markings, perfekt. Gut, dieses Modell bekommt ihr in Deutschland aktuell bei Airsoft To Go und ebenfalls einmal bei Shopgun. Hier haben wir eine ziemlich krasse Preisdifferenz. Bei Airsoft To Go kostet sie aktuell 198 Euro, also knapp 200 glaube ich. Und bei Shopgun kostet sie stolze 240 Euro. Also hier eine Preisdifferenz von stolzen 40 Euro. Das ist schon ein bisschen happig. Farben, die FNX gibt es entweder in Standard Schwarz oder in diesem wunderschönen Dark Earth oder Coyote nenne ich es jetzt einfach mal. Also auch hier wieder ein sehr schöner Farbton, muss ich sagen. Nicht zu hell wie ein Tann, irgendwie zu stark ins Sand gehend, ein bisschen dunkler, ein bisschen dreckiger. Sieht also vom Farbton wieder perfekt einmal aus. Von den Maßen, wir haben eine Gesamtlänge von 220 mm, eine Gesamthöhe mit Bodenstück von Magazin von 160 mm und Platz für die Griffe vom Abzugsbügel bis nach ganz unten von 70 mm. Also hier ein bisschen mehr Platz vorhanden wie bei der ein oder anderen Pistole und dementsprechend auch für große Hände oder dickere Finger problemlos geeignet. Der Innenlauf ist leider kein Standard-GBB-Lauf, also ihr bekommt keine Tuningläufe rein. Länge sind 114 mm mit einem Innendurchmesser von 6,08 mm. So, am Outer bzw. am Außenlauf vorne haben wir eine Aufnahme oder ein Gewinde für Schalldämpfer oder Tracer. Hier aber auch nicht Standard 14 mm links drehend, sondern hier haben wir ein 16 mm CW, also Rechtsgewinde. Bedeutet, ihr bekommt zum Beispiel die Schalldämpfer für die MK23 NBB, bekommt ihr hier problemlos draufgeschustert. Sprich SSX 23 Norwich oder weiß der Geier was, passt hier einmal drauf. Es gibt auch von Marui direkt einen passenden Schalldämpfer, den gibt es aber glaube ich in Deutschland nicht. Oder ich habe noch nicht gefunden. Aber wie gesagt, wichtig, Gewinde ist einmal 16 mm CW. Dann haben wir noch eine 21 mm Pick-Rail für die Aufnahme von Dummy-Lights in Deutschland oder Österreicher, Schweizer Laser-Lichtmodule. Einmal hier unten mit einer Länge von 60 mm. Könnt ihr also problemlos Laser-Lights in Österreich oder Schweiz einmal dran packen an das Ding. So, dann haben wir noch das Gewicht mit Magazin, 840 Gramm und die Energie wird zwischen 0,8 und 0,9 Joule angegeben. Gut, bevor wir uns jetzt dann gleich Chronotest, Cooldown-Test und Pipapo einmal anschauen, auch bei diesem Modell habt ihr hier oben die Möglichkeit, einen Rotpunkt auf dem Verschluss zu montieren. Ihr habt hier einen Bohrungsabstand von Mitte zu Mitte von 14,5 mm.
Bedeutet, diese ganzen RMR-Klone, die man günstig herbekommt oder auch in China, passen hier leider nicht drauf. Es gibt von Marui einen passenden Rotpunkt dafür, den bekommt ihr auch bei Shopgun zum Beispiel her, der hat auch gleich die passende Farbe dazu, der kostet allerdings stolze 70 Euro. Ist für einen Rotpunkt, ja, es geht noch, aber andere wären halt ein kleines bisschen günstiger. So RMR-Zeug bekommt ihr in China für 23, 24 Euro her. Also hier ein bisschen hochpreisig von Marui der Rotpunkt, aber würde von den Bohrungen und auch von der Aufnahme oben einfach perfekt dazu passen. Und natürlich auch von der Farbe her. Aber wie gesagt, 70 Euro ein bisschen teuer, würdet ihr aber einmal bei Shopgun bekommen. Gut Leute, Chrono, Cooldown, Kältetest, das schauen wir uns einmal an. Bevor wir dann gleich weitermachen mit den allgemeinen Informationen, noch ganz kurz ein vielleicht sehr wichtiger Punkt zum Thema Schusstest oder zum Punkt Visierung. Denn hier hatte ich in der Halle ein paar kleinere Probleme mit Chemecorn. Gut, es waren jetzt 10 und 20 Meter, das ist ja relativ, sagen wir, dahingestellt. Auf jeden Fall ein kleiner Punkt, ich musste prinzipiell ca. 30 cm tiefer zielen, also unter die Scheibe zielen, damit ich die Scheibe getroffen habe. Und das war auch der Fall, wenn man das Hop-Up komplett rausgedreht hat. Bedeutet Hop auf 0 und dennoch habe ich letztendlich 30 cm unter die Scheibe gezielt, damit ich die Scheibe getroffen habe. Also hier auf kurze Distanzen die Visierung vielleicht nicht ganz perfekt. Da wäre natürlich ein Rotpunkt, dass man sauber auf seine Entfernung einstellen kann,
wäre vielleicht ein bisschen schöner. Wie sich das Ganze dann auf 50 Meter verhält, sei mal dahingestellt, weil Chemikorn, mein Gott, ist eine Airsoft, ne? Ihr wisst Bescheid. Okay, also wie gesagt, auf kurze Distanzen, 10, 20 Meter, war die Visierung nicht ganz perfekt. Hat man also immer tiefer zielen müssen. So, dann allgemeine Informationen. Ich zeige sie euch vielleicht mal ein bisschen so. Dann drehen wir sie auch mal wieder so ein bisschen her ins Licht. Das ist auch wieder ein ultra schönes und perfekt umgesetztes Modell einmal von Marui. Natürlich, wir haben jetzt hier keinen Verschluss irgendwie aus Aluguss oder sowas, sondern wir haben auch wieder komplett einmal Kunststoff. Macht aber, ja, macht relativ wenig Unterschied. Ich habe es euch schon so oft gesagt, ein Kunststoffverschluss hat beim Thema Gaseffizienz einfach gewisse Vorteile, da einfach weniger Masse, weniger Gewicht und dementsprechend braucht ihr für den Schusszyklus oder für den Repetiervorgang einfach weniger Druck in der Nozzle drin. Dementsprechend, wie gesagt, ein Kunststoffverschluss, ja, die einen sagen, ist egal, ist wurscht, die anderen sagen, oh nee, geht gar nicht. Aber wie gesagt, er ist auch so von der Haptik her, er ist jetzt nicht total daneben, er fühlt sich nicht billiger oder sowas an. Im Gegenteil, der Kunststoff von Marui ist wirklich sehr, sehr gut. Kostet aber halt auch ein Schweinegeld, ne? Aber wie gesagt, Kunststoffverschluss oder Schlitten, der eine mag es, der andere mag es nicht. Aber ich habe es ja schon oft gesagt, wie gesagt, Kunststoffverschluss hat eben gewisse Vorteile. So, auch so muss man natürlich wieder sagen, das Modell ist von Marui perfekt umgesetzt. Auch die Passgenauigkeit von jedem einzelnen Bauteil an dieser Backup oder an dieser Pistole ist perfekt. Ihr werdet es auch später bei der Demontage und bei den Internals sehen, das Ding ist innen drin sowas von passgenau gefertigt. Das ist der Hammer. Also wirklich hier sehr, sehr kleine oder geringe Toleranzen an der FNX von Marui. Auch vom Verschluss oben, von der Führung her, ihr könnt den Verschluss nicht irgendwie rumwackeln, rumschwappeln oder sowas. Das ist ganz, ganz minimal, kleines bisschen Spiel, damit er einfach sauber läuft. Und das war's dann. Aber wie gesagt, hier wirklich wieder hervorragend umgesetzt. Auch von der Haptik her, das gesamte Griffstück unten ist so richtig schön leicht strukturiert oder texturiert, von der Haptik her hervorragend, ist nicht irgendwie rutschig, ganz im Gegenteil, es fühlt sich einfach von der Haptik her hervorragend an. Also auch hier wieder von Marui einfach nur perfekt einmal umgesetztes Modell. Von der Bedienbarkeit, System sprechen wir dann gleich an, von der Bedienbarkeit habt ihr gerade schon gesehen, ich habe das Ganze mal vorgespannt. Ihr könnt natürlich Double Action, lass mich mal kurz gucken. So kommt die Pistole, bedeutet, ihr ballert euch euer Magazin rein, dann zieht ihr das Ding einmal zurück, zack, jetzt wäre die Kugel drin. Jetzt seht ihr hier hinten, der Hahn, Hammer, ist einmal gespannt. Und jetzt erstmal der eine Vorteil, die FNX ist komplett für Links- und Rechtsschützen ausgelegt. Bedeutet, ihr könnt die gesamte Sicherung, Magazinauswurf, wie auch den Verschlussfang komplett links und einmal rechts nutzen. So, um das Ding zu sichern, einfach hier nach oben, zack, auf Rot und das läuft auch auf beiden Seiten hervorragend. Richtig schönes Klicken drin, kein Haken, kein Kratzen, Sicherungshebel perfekt. So, dann ist das Ding gesichert, zack, ihr könnt nicht mehr abdrücken und fertig. Ihr könntet aber das Ding auch vorspannen, indem ihr den Hebel einfach nach unten drückt und loslasst und schnalzen lasst. Jetzt seht ihr, ist das Ding vorgespannt, bedeutet der Hammer oder der Hahn steht nicht ganz hinten, sondern nur zu 50% und dementsprechend steht euer Abzug jetzt im vorderen Bereich. Bedeutet, jetzt wäre die Waffe auch nochmal zusätzlich ein bisschen gesichert. Bedeutet, ihr könntet auch jetzt einmal die Sicherung reinmachen und jetzt habt ihr aber den Vorteil, wenn ihr jetzt die Sicherung rausnehmt und der Abzug eben nicht hinten steht, sondern vorne steht, habt ihr jetzt ein deutlich, deutlich höheres Abzugsgewicht, um den Schuss zu lösen. Würdet ihr jetzt normal einmal durchrepetieren, bleibt der Abzug weiter im hinteren Bereich stehen und ihr habt ein deutlich geringeres Abzugsgewicht. Also hier zwei Möglichkeiten, Double Action. Und wie gesagt, großer Vorteil, beidseitig nutzbar und es funktioniert auch, oder die Bedienelemente funktionieren auf beiden Seiten einmal hervorragend. Wo ist er? Da ist er. Also auch hier Bedienbarkeit, tipptopp. Auch von Abzug, den werde ich euch später vielleicht nochmal im Detail kurz zeigen. Der ist auch gut vom Abzugsgewicht, jetzt nicht irgendwie mit einer echten, sogar 50%. Genau sagen kann ich es nicht, ich habe keine Kofferwaage. Aber vom Abzug her ultra, wie soll ich sagen, ultra knackig oder schön umgesetzt. Bedeutet, ihr habt so einen richtig schönen, wie soll ich sagen, nicht irgendwie schwammig, dass ihr da irgendwie, wie soll ich sagen, ein gewisses Gewicht irgendwie zieht und irgendwie nicht genau wisst, wo ist mein Punkt, wo kommt jetzt der Hammer. Nein, es ist wirklich sehr, sehr definiert und klar der Abzug. Also hier auch vom Abzug würde ich fast sogar vielleicht heute einen Pluspunkt geben, denn er fühlt sich einfach gut an. Ich weiß, Gefühle beurteilt man normalerweise nicht, aber ist ein toller Abzug und hat Marui auch sehr, sehr gut umgesetzt. Wie gesagt, ob es einen Pluspunkt gibt, weiß ich noch nicht. Gut, dann lasst uns zunächst mal, gut, das Gewinde, das habe ich euch vorhin schon kurz angesprochen, ihr habt noch Gewindeschutzkappe drauf, abschrauben und darunter habt ihr dann 16 mm Clockwise-Gewinde. Das System selbst läuft wieder tadellos, also keine Probleme gehabt,
kein Ausgasen gehabt, keine Missfeeds gehabt, keine Klemmer drin. Das Ding hat absolut nicht gezickt. Läuft also vom System wieder hervorragend. Zusätzlich kommt wieder ein bisschen drauf an, was ein Gas man verwendet, aber auch das System läuft unheimlich schnell, obwohl wir hier eine relativ schwache Verschlussfeder oder Rückholfeder oder Recoil Spring, wie ihr das nennen wollt, einmal drin haben. Das fällt ziemlich gravierend auf, wenn man das Ding einmal repetiert, dann merkt man, ich weiß nicht, kann man das im Video schon sehen, ansonsten mache ich später nochmal eine Nahaufnahme. Bedeutet, hier in dem ersten 3-4 mm ist fast überhaupt kein Zug von der Feder vorhanden. Ja, das hätte für meinen Geschmack vielleicht noch sogar einen kleinen Tick vielleicht straffer sein können. Aber wie gesagt, es läuft wunderbar. Gut, wie gesagt, auch vom Verschluss, vom Schlitten her läuft tadellos. Kein Haken, kein Kratzen, kein Reiben oder sowas. Auch oben am Outer, also hier oben drauf am Auswurf oder am Patronenlager, läuft einfach tadellos vom System. So, bevor ich euch das System zeige, müssen wir heute bei den allgemeinen Informationen leider ein kleines Thema vorwegnehmen. Das heißt, das nehmen wir mit auf. Und das ist das Thema Magazin. Ihr habt ein Magazin dabei, gut, das ist ein Standard GBB-Magazin, Marui-Magazin, kostet glaube ich 40 Euro, 29 Mumpeln bringt er rein, könnt ihr ganz normal einmal zurückziehen, zack, und dann mit dem Speedloader Mumpeln reinballern. So, jetzt haben aber die Magazine, haben ein gravierendes Problem, wie ich finde, oder was mir überhaupt nicht gefällt. Und zwar, um diese Magazine befüllen zu können, braucht ihr für die Gasflasche, bei den meisten Gasflaschen, einen Aufsatz oben drauf oder eine Verlängerung. Denn ihr kommt mit diesem Stutzen hier unten gar nicht rein. Bedeutet, wenn ich jetzt diese normale Gasflasche mal hernehme und das Ding befüllen möchte, keine Chance. Bedeutet, hier braucht ihr irgendwie bei den alten Umarex Gasflaschen, da waren immer so Kunststoffaufsätze dabei, genau sowas würdet ihr dafür brauchen. Und das finde ich ein kleines bisschen schade. Warum haben sie das Ventil nicht einfach noch ein bisschen weiter rausgezogen unten? Vielleicht 2-3 mm fertig, da ist so viel, ja, das Loch ist so tief, warum das Ventil nicht noch weiter raus? Kapiere ich nicht. Also hier zum Befüllen leider mit normalen Gasflaschen eigentlich nicht möglich. Braucht also eine Verlängerung oder irgendwie einen Adapter da oben drauf. Gut, bedeutet, ich habe letztendlich für den Schusstest und für alles habe ich das Magazin einmal so betrieben. Bedeutet komplett einmal ohne Bodenstück. Habe also das Bodenstück einmal runter gemacht, also Ventil rausgeschraubt, Bodenstück runtergezogen und dann habe ich das Ganze so betrieben. Denn wie gesagt, das Ventil ist leider sehr, sehr tief einmal drin versenkt. Auch muss man sagen, ihr seht, der Sven hat 2 Magazine mitgeschickt. Das eine hat tadellos funktioniert, das andere war leider bereits undicht. Bedeutet, hier unten am Bodenstück unten hat die Dichtung nicht mehr sauber gehalten und das Magazin hat hier unten ein bisschen abgeblasen. Ist letztendlich kein Drama, das haben viele GBBs immer wieder mal, bedeutet letztendlich nur die 2 Pins einmal rausgezogen, Bodenstück rausgemacht und dann habe ich einfach die Dichtung umgedreht innen drin, denn die war schon ein bisschen verformt, also einfach umgedreht die Dichtung, ein bisschen Silikonöl drauf, wieder drauf, festgemacht über die Pins und gut ist. Und jetzt ist das Ding einmal wieder komplett dicht. Und wie gesagt, das kann euch bei jedem Magazin passieren und dementsprechend würde ich es nicht kritisieren, wenn mal ein Magazin undicht wird. Gut, dann baller ich da mal ein bisschen Gas rein und dann schauen wir uns das Ding mal an. Gut Leute, mal ein kleines bisschen Gas reingepackt, Mumpeln sind natürlich keine drin, ist also einmal komplett leer das Ganze und dann können wir uns einmal das System mal im Detail anschauen. Zunächst möchte ich aber mal noch auf die Gaseffizienz eingehen, denn wir hatten ja gerade schon das Thema Magazin, dementsprechend darf die Gaseffizienz hier nicht fehlen. Auch hier werdet ihr später bei den Internals sehen, dass wir hier ein sehr geil konstruiertes Nozzle-System, so ein Housing-System drin haben. Bedeutet, wir benötigen deutlich mehr oder wir müssen weniger Volumen mit Gas befüllen, um den Verschluss nach hinten zu befördern, also sozusagen unseren Zyklus auszuführen. Dementsprechend ist auch die Gaseffizienz sehr gut. Mir war es möglich, mit einer Gasladung maximal 95 Schuss mit einer Ladung rauszuhauen. Und das ist auch nicht der Fall, dass ihr jetzt diese 95 Schuss, dass ihr die letzten 15 Schuss irgendwie, dass das System ultra träge und langsam wird. Nein, ihr feuert und dann merkt ihr, plopp, oh, jetzt wird es gleich leer, noch ein Schuss, plopp, leer. Also sie wird auch zum Schluss hin, wenn das Magazin fast komplett leer ist, bleibt das System immer noch zügig. Und das haben eben andere Backups oder andere Pistolen, haben eben diesen Vorteil nicht. Bedeutet, dann merkt ihr richtig so bei den letzten 15 Schuss immer so ein plopp, 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 wird es immer langsamer, bis dann das Magazin leer ist. Und das ist bei der FNX oder allgemein bei Marui-Pistolen nicht der Fall. Bedeutet, die bleiben unheimlich schnell vom System her bis kurz vorm Schluss und dann macht es plopp leer. Dementsprechend auch hier
Gerade nochmal vielleicht Cooldown-Anfälligkeit, auch wieder sehr gut, muss man sagen. Ja, auch sie wird, wenn der übertreibt und schneller feuert, auch dann wird das Magazin kühler, auch dann nimmt die Energie ein bisschen ab. Das haben letztendlich alle gasbetriebenen Pistolen. Aber durch diesen Kunststoffverschluss und durch das Nozzle-System eben nicht so schlimm bei einer Marui oder jetzt bei dieser FNX wie bei anderen Backups. Ja, natürlich, wir hatten auch schon Pistolen, da haben wir über 100 Schuss rausbekommen mit einer Gasladung. Da muss man aber auch dazu sagen, die haben im inneren Bereich dann einfach ein kleines bisschen mehr, ja, mehr Volumen oder mehr Platz fürs Gas, also einen größeren Tank sozusagen im Magazin drin. Denn hier ist das Magazin, wenn er mal das Bodenstück rausmacht, mal reinschaut, ist innen drin noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, sind so Wände drin. Bedeutet, hier bekommt er halt nicht ganz so viel Gas rein, wie jetzt zum Beispiel in eine VFC P8 zum Beispiel. Die hat einen unheimlich großen Tank innen drin. Und dafür sind einfach 95 Schuss maximal ebenfalls tipptopp. So, dann wie gerade schon angesprochen, diese Schließfeder, was hier drin ist, oder Recoil Spring, die hätte für meinen Geschmack noch ein kleines bisschen entweder länger oder vielleicht nochmal 5% stärker sein dürfen. Denn hier kommt auf den vorderen Bereich keine Federspannung auf den Verschluss drauf. Es ist aber jetzt auch nicht der Fall, dass wenn ihr irgendwie rennt oder wenn ihr das Ding schüttelt, dass da irgendwie der Verschluss rumklappert. Das nicht. Aber man merkt einfach beim Repetieren oder beim Durchladen, dass hier einfach der Verschluss ein bisschen, ja, halt nicht wirklich gefedert ist. Natürlich hat auch wieder Vorteil Gaseffizienz, wenn eine schwächere Feder drin ist. Eine straffere Feder hätte man halt ein bisschen weniger Schuss rausbekommen, aber das System wäre vielleicht nochmal ein kleines bisschen knackiger geworden. Nichtsdestotrotz, die Feder ist problemlos ausreichend und das System ist auf gar keinen Fall irgendwie träge oder langsam. Auch langt natürlich die Federspannung problemlos aus, um diesen Verschluss über den Hammer hier hinten vom Housing her einmal drüber zu bewegen. Also auch hier läuft das Ganze ultra smooth und sauber, so wünscht man sich das. Okay, so, dann schauen wir uns das ganze System mal an. Auch natürlich, jetzt hier ist das Protech-Gas drin. Das müsst ihr vielleicht auch ein bisschen beachten. Für die aktuelle Raumtemperatur hier unten von 20 Grad ist dieses Protech für eine Marui mit Kunststoffverschluss fast ein bisschen zu stark. Also es ist ganz hart vielleicht an der Grenze. Ich würde euch immer empfehlen, wenn ihr eine Marui mit Kunststoffverschluss habt, verwendet am besten für, sag ich mal, 10 Grad, 15 Grad. Da könnt ihr auch so Protech-Zeug oder auch ein starkes Nub-Roll hernehmen. Wenn es dann mal zum Sommer hinzugeht und es wird wärmer, 20, 25 oder sogar 30 Grad, dann solltet ihr definitiv es vermeiden, in einer Backup mit Kunststoffverschluss irgendein starkes Gas zu verwenden. Also da solltet ihr dann eher so ein mittleres Gas verwenden, da ansonsten der Kunststoffverschluss auf Dauer kaputt gehen kann. Gut, natürlich, wie gesagt, ist ein bisschen arg viel Bums jetzt drauf mit dem Gas, entsprechend kickt das Ding wie Hölle. Und das Ding läuft einfach nur tadellos. So wünscht man sich das. Und ihr habt es auch gerade gesehen beim schnelleren Triggern. Es ist nicht so, dass wenn ihr mal ein bisschen schneller feuert, dass das System schlagartig irgendwie total langsam oder träge wird. Nein, sie bleibt schön flott. Ihr habt keine Probleme, dass irgendwie mal die Abdichtung zwischen Rotor und Nozzle versagt und mal das Gas ein bisschen spritzt oder dass das Gas eben nicht schnell genug umgewandelt wird von flüssig zu gasförmig. Nein, es spritzt nicht raus, es fängt nicht an, irgendwie hier seitlich irgendwie Wolken rauszukommen. Es haut hinten kein Gas raus. Nein, sie ist super dicht und sie läuft einfach nur tadellos. Dementsprechend das System werde ich vermutlich auch wieder einen Pluspunkt geben, denn das Ding läuft einfach ratzfatz. So wünscht man sich das. Ja, gut, ist eine Marui. Muss laufen, muss laufen. Nee, also hier auch wirklich System hervorragend. Sie ist schnell und sie ist auch nicht sonderlich Cooldown anfällig. Natürlich, wenn der komplett mal durchballert, ein ganzes Magazin mit 29 Schuss, auch dann wird das Magazin ein bisschen kälter. Aber eben nicht so gravierend wie bei einer, nochmal Thema P8 zum Beispiel. Also die sind ein kleines bisschen Cooldown anfälliger und gerade je schwerer der Verschluss, desto Cooldown anfälliger. Gut. Das soll es eigentlich mit dem System einmal schon gewesen sein. Gaseffizienz 95 Schuss hatten wir auch. Sind wir eigentlich schon durch mit dem System, oder? Gibt es noch irgendwas zu sagen? Nö. Wie gesagt, abdichten tut das Ding hervorragend. Auch hier oben der Rotor. Ihr habt es gerade gesehen, auch wenn ihr schneller triggert, es spritzt nichts raus, ist komplett einmal ratzfatz trocken. Dementsprechend Abdichtung hervorragend, läuft tadellos. Geben wir vielleicht System einen Pluspunkt heute. Gut Leute, dann machen wir noch ein paar kleine Nahaufnahmen, damit ihr das Schmuckstück auch vielleicht mal ein kleines bisschen im Detail seht, von der Verarbeitungsqualität, von der Oberfläche her und vor allem natürlich auch einmal
von den Markings. Bedeutet, ich habe es euch vorhin am Anfang schon mal gesagt, hier zunächst mal einmal, ja, dieses TM-Logo haben sie wirklich perfekt umgesetzt, sieht mega, mega geil aus. Also hier kaum Unterschied festzustellen, ob es jetzt Original FN-Marking ist oder FN-Logo oder Marui, also perfekt. Und auch die restlichen Markings im Verschluss oben drin ist einfach unheimlich schön einmal nachgebildet. So, und wenn wir das Ding jetzt einmal schon so eine Nahaufnahme haben oder so ein Bild haben, schaue ich mal, dass ich vielleicht ein bisschen mit dem Licht ein bisschen den Verschluss treffe. Denn wenn man sich den Verschluss hier oben mal im Detail anschaut, ja, er ist aus Kunststoff, aber der hat so ganz, ganz feine, ja, ich weiß nicht, wie das nennen soll, so Metall, nein, Metall nicht, aber auf jeden Fall irgendwelche so Partikel drin, denn der gesamte Kunststoff wirkt ganz leicht metallisch. Also wie Marui den Kunststoff so hinbekommen hat, fragt mich bitte nicht. Wie gesagt, je nachdem wie das Licht drauf scheint, hat das Ganze so ein, ja, so Seidenglanz irgendwie. Auf jeden Fall so einen ganz leichten metallischen Schimmer hat der Kunststoff. Also hier auch sehr gut umgesetzt von der Farbgebung oder vom Kunststoff selbst. Und dann auch wie vorhin auch schon angesprochen, von der Haptik her hervorragend, denn wenn ihr euch jetzt mal das gesamte Griffstück unten anschaut, ich hoffe man kann es erkennen, hier so richtig schön fein texturiert, einmal komplett oder strukturiert der gesamte Kunststoff und dementsprechend von der Haptik her liegt das Ding wirklich perfekt drin. Also der Kunststoff fühlt sich extrem hochwertig an, nicht irgendwie günstig oder sowas. Ganz im Gegenteil, also wie gesagt, hier von Marui perfekt umgesetzt. Und natürlich auch von der Ergonomie her oder vom Griff her, seht ihr wieder hier einmal, dass das gesamte Griffstück sich bei der FNX einmal Richtung Abzug ein bisschen, ja, zusammenzieht und ein bisschen schlanker wird. Und dementsprechend, das Ding fühlt sich einfach hervorragend an. Also liegt richtig, richtig toll einmal in der Hand drin. Gut, dann kann man hier nochmal in der Nahaufnahme vielleicht gut erkennen, dass wir hier quasi im Verschluss selbst oder auf den Führungen so gut wie kein Spiel haben. Bedeutet, der ganze Verschluss schwappelt da oben nicht rum oder klappert nicht rum, sondern der sitzt einfach hervorragend. Also hier ganz, ganz geringe Toleranzen drauf und dennoch läuft das Ding einfach nur hervorragend. Also hier kann man absolut nicht schimpfen, im Gegenteil kann man auch wieder loben, Marui. Gut, was können wir uns noch anschauen? Ein kleiner Punkt ist mir ein bisschen aufgefallen, das ist aber jetzt nicht gravierend. Und zwar seht ihr hier vorne im Outer, da meint man eigentlich, das ist irgendwie, sind Kratzer oder sowas. Aber wenn man da ein bisschen drüber wischt mit dem Finger, dann ist es letztendlich wieder weg. Also durch den Kunststoff bekommt ihr hier eigentlich keine Kratzer oder Macken einmal rein. Ist vielleicht auch ein kleiner Vorteil. Ich meine, ihr kennt es von anderen GBBs, sei es jetzt die TTI oder weiß der Geier was. Wie schnell bekommt ihr Macken oder Kratzer in den Outer rein, dann oben der Auswurf, bis ein Patronenlager ist verkratzt. Das hat man einfach bei den Kunststoffwaffen von Marui eben nicht. Also wie gesagt, Kunststoff gewisse Vorteile, aber vielleicht auch für den einen oder anderen Nachteile wegen der Haptik eventuell. Hier oben, das habe ich euch schon mal vorhin kurz angesprochen, das könnt ihr jetzt hier nochmal im Detail sehen, quasi die Bohrungsabstände 14,5 mm für die Aufnahme, einmal für den Marui RMR hier oben einmal drin. Gut, was können wir uns noch anschauen? Die Bedienelemente, vielleicht auch nochmal in der Nahaufnahme. Wie gesagt, die Sicherung läuft auf beiden Seiten hervorragend. Auch wie vorhin schon angesprochen, könnt ihr das Ganze einmal vorspannen oder ja, entspannen sozusagen und dennoch natürlich den Schuss einmal lösen. Gut, dann haben wir natürlich auch noch das Griffstück. Das möchte ich auch noch ganz kurz zeigen. Ihr habt ja diese Griffrücken quasi im Lieferumfang in verschiedenen Größen drin enthalten. Und hier haben wir einen relativ harten Gummi. Wenn ihr die wechseln wollt, müsst ihr letztendlich nur, ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen, wenn ihr hier einmal reinschaut, da seht ihr so eine runde Stelle. Diese drückt ihr einfach einmal mit dem Schraubendreher ein kleines bisschen raus und dann könnt ihr den gesamten Griffrücken einmal abziehen. Dann einfach den anderen einmal draufschieben, dann wieder einklipsen lassen und dann hält es bombenfest. Also auch hier über dieses Klicksystem oder über diese Schienen habt ihr hier kein Spiel oder sowas im Griffrücken drin. Also wenn ihr das quasi wechseln wollt oder wechselt, geht echt easy und es hält hervorragend. Gut, auch das Griffstück hier einmal im unteren Bereich richtig schön grob strukturiert oder texturiert. Auch hier von der Haptik einfach nur hervorragend. Gut, dann können wir noch kurz ansprechen, Thema Hop-Up. Und zwar müsst ihr, um das Hop-Up einzustellen, das geht leider nicht ganz so innovativ wie bei den bei VFC Glock Modellen zum Beispiel, dass ihr das Ganze über die Federstange vorne einfach einstellen könnt. Das funktioniert nicht, sondern ihr müsst den gesamten Verschluss einmal runterziehen. Geht recht simpel, habt ihr hier seitlich einmal den Zerlegehebel, fahrt der Verschluss zurück bis quasi zu dieser Position und dann dreht ihr den gesamten Zerlegehebel, Moment, ich muss was sehen, einmal nach unten, dass das Ganze quasi dann einmal so aussieht. Und dann könnt ihr den ganzen Verschluss da vorne abziehen und seht letztendlich hier unten drin, wie bei fast jeder anderen GBB,
einmal euer Hop-Up-Einstellrädchen. Auch dies schauen wir uns später nochmal bei der Demontage, bei den Internals nochmal genauer an, denn das geht ein kleines bisschen ja, fummelig zum Einstellen, denn ihr seht vielleicht, das Hop-Up-Rädchen ist sehr, sehr klein, also im Vergleich zu anderen Modellen, ja, vielleicht um 30%, 40% kleiner und dadurch, finde ich, geht es nicht ganz so schön, wie wenn das Rädchen einfach ein bisschen größer wäre. Da kann man einfach mit dem Fingernagel ein bisschen schöner einstellen. Also hier ein bisschen klein und man tut sich ein kleines bisschen schwer, es einen sauberen Hop-Punkt einmal zu treffen. Muss also hier ein bisschen fummeliger zur Sache gehen, wie bei anderen GBBs. Gut, jetzt möchte ich noch auf einen kleinen Punkt eingehen, weil auch immer wieder mal Fragen auftauchen. Ja, bei meiner GBB hakt der Verschluss. Jetzt lasst mich das bloß mal ganz kurz wieder draufbauen. So, jetzt wieder draufgebaut. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Wenn ihr den Verschluss wieder drauf schiebt, müsst ihr schauen, dass quasi die Federstange komplett bis Anschlag einmal reinfährt. Sitzt sie nicht sauber drin, bekommt den Zerlegehebel nicht wieder nach oben geklappt. Also hier immer kontrollieren, wenn ein Verschluss drauf schiebt bei der Montage oder wenn er wieder drauf baut, dass hier die Federstange komplett bündig einmal sauber drin ist. Wie gesagt, ansonsten funktioniert es nicht. So, jetzt nochmal zurückzukommen zu dem einen Punkt. Und zwar, was man immer wieder gerne liest, jetzt nicht nur auf YouTube, sondern auch gerade in Facebook-Gruppen. Ja, mein Verschluss von meiner GBB hakt. Und zwar ist damit ein Punkt gemeint, was letztendlich so gut wie jede GBB hat. Und zwar, wenn ihr mal den Verschluss nach hinten fahrt. Ihr habt ja letztendlich hier hinten einmal euren Hahn bzw. euren Hammer dran. So, wenn jetzt das Nozzle-Housing kommt, nimmt quasi das Housing den Hammer mit und drückt ihn sozusagen nach unten, damit er am Sear unten einhakt, also einrasten kann. Warte mal, ich zeige es mal vielleicht ein bisschen so. Also ihr wisst, was ich meine. Der muss runtergedrückt werden. So, und natürlich, jedes Mal, wenn das Nozzle-Housing über den Hammer drüber fährt, entsteht ein gewisser Widerstand. Bedeutet auch hier, wie gesagt, vielleicht könnt ihr es so ein bisschen schön sehen. Wie gesagt, jedes Mal, wenn das Housing kommt, drückt es den Hahn hinten einfach ein bisschen runter. Und das ist aber kein Punkt, wo ihr sagt, ja, meine GBB ist defekt oder da passt irgendwas nicht. Nein, das ist normal. Wichtig ist einfach nur, dass die Schließfeder vorne oder eure Recoil Spring stark genug ist, um den Widerstand in die Vorwärtsbewegung zu überwinden. Bedeutet, wenn ihr das jetzt langsam kommen lassen würdet, den Verschluss. Wartet mal, vielleicht geht es sogar. Wartet mal, vielleicht. So geht's. Bedeutet genau an dieser Position, wenn der Verschluss wieder vorfährt und den Hahn wieder runterdrücken muss. Hier kann es eben, wenn die Schließfeder zu schwach ist, kann es hier zu einem Klemmen des Verschlusses kommen. Wie gesagt, ist die Feder straff genug und hat natürlich auch ein bisschen Schwung drauf, dann schließt das Ganze problemlos. Hier muss man aber auch ansprechen, das kann ein Problem zum Beispiel werden, wenn der Hahn verschlissen ist oder wenn der Sear verschlissen ist und gerade bei High Cuppers häufig das Problem, dass der Hammer dann nicht mehr so weit unten stehen bleibt. Bedeutet, jetzt nehmen wir mal an, euer Hammer oder euer Sear ist ein bisschen verschlissen. Die Teile sind jetzt, sage ich mal, 1,5 Jahre oder sowas alt. Dann steht das Teil nicht mehr in dieser Position, sondern bleibt euch ein bisschen weiter oben stehen. Und dementsprechend muss dann das Housing mehr Widerstand überwinden. Und teilweise kann es dann aber auch dazu kommen, gerade bei High Cuppers, wenn der wieder nach oben fährt, der Hahn, und der Verschluss kommt nach vorne, dann reicht es einfach nicht mehr, um den nach unten zu drücken, sondern bleibt euch jedes Mal der Verschluss in dieser Position einfach stehen. Wie gesagt, dann kann entweder der Hahn oder der Sear innen drin einmal verschlissen sein, da der Hahn einfach dann ein bisschen weiter oben steht. Wie gesagt, relativ wenig zu tun mit dem Review, aber ich wollte es einfach mal angesprochen haben, gerade für Einsteiger, da man es immer wieder liest, ja, das hakt ja. Nein, Leute, das ist ganz normal. Gut, damit sollten wir eigentlich alles soweit einmal angesprochen haben von dem Teil. Verarbeitung, wie gesagt, ist hervorragend, tipptopp, da kann man gar nicht schimpfen. Haptik ist hervorragend, Markings sind hervorragend. Dementsprechend ist schon wirklich ein sehr, sehr schönes Modellchen, muss ich sagen. Gut, Leute, schustern wir das Ding auseinander und dann schauen wir uns ebenfalls die Internals einmal an. So Leute, dann gibt es auch heute wieder einen kleinen Demontageteil für diejenigen, die vielleicht in der Zukunft mal irgendwie Hilfe benötigen, wenn mal irgendwas verschlissen sein sollte, wenn mal irgendwie nachgefettet oder gereinigt werden möchte. Dementsprechend hier eine kleine Anleitung, wie ihr das Ding auseinandernehmt. Wen das nicht interessiert, ihr wisst Bescheid, Kapitel, weiterzappen. So, dann nehmen wir das Ding mal schnell auseinander. Ganz klar, einmal Verschluss nach hinten führen, dann hier vorne einmal umlegen, den Zerlegehebel, Verschluss kommen lassen und einmal entfernen vom Griffstück. Dann können wir im inneren Bereich direkt gleich einmal die Schließfeder zusammen mit der Federstange rausnehmen. Einmal einfach nach vorne drücken, hinten aushaken. Dann könnt ihr vorne einmal die Gewindeschutzkappe lösen, einmal komplett abschrauben und dann könnt ihr den gesamten Outer mit der Hop-Up-Kammer ein bisschen nach vorne schieben und dann schräg nach oben einfach rausnehmen aus dem Verschluss.
So, raus damit. Und dann seht ihr ebenfalls hier hinten, kann man auch gleich die kleine Kreuzschraube lösen, hier hinten drin, welche das Housing letztendlich einmal sichert oder fixiert. So, die Schraube gelöst, drehen wir das Ding auf den Kopf und wenn ihr jetzt ein RMR drauf habt, ballert ihr das RMR runter. Wenn nicht, löst ihr einmal diese Schutzabdeckung hier oben oder diese Abdeckung. Einfach die beiden Schrauben komplett lösen, Abdeckung einmal runternehmen. Okay, wie bei den meisten anderen Maruis ist das Housing letztendlich im Verschluss hier hinten drin einmal geklipst. Und zwar genau an diesen beiden Punkten hier, die ihr vielleicht sehen könnt. Am einfachsten geht's, ihr drückt oder ihr zieht von unten einfach den Verschluss ein bisschen auseinander. Ist ja letztendlich nur Kunststoff. Könnt ihr, also ihr seht es vielleicht, könnt ihr ein bisschen auseinander drücken und gleichzeitig mit den Zeigefingern drückt ihr hier oben ja auf diese Gewindepunkte drauf, wo quasi das RMR drauf geschraubt wird. Also unten drücken, auseinanderdrücken und von oben einfach ja, die Dinger reindrücken sozusagen. Ich zeige es euch mal. Ein bisschen auseinanderziehen, oben reindrücken. Die Seite ist schon draußen, die andere Seite hängt noch ein bisschen. Na komm, jetzt da. Und hier auch einmal. So, und dann ist das Ding schon lose. Jetzt könnt ihr von oben einfach noch ein bisschen nachdrücken. Ein bisschen links, ein bisschen rechts, bis das gesamte Housing einmal rauskommt aus dem Verschluss. So, zack. Verschluss ist dementsprechend jetzt einmal komplett zerlegt. Jetzt können wir die Nozzle rausholen. Da habt ihr letztendlich am Housing hier vorne auf der linken Seite zwei kleine Kreuzschrauben drin. Diese beiden löst ihr. Und könnt jetzt entsprechend den vorderen Bereich hier einmal wegnehmen. Müsst bloß ein bisschen aufpassen. Da ist einmal die Rückholfeder, ja einmal von der Nozzle vorne drin. Quasi hier einmal. So, legen wir uns auf die Seite. Dann können wir hier einmal die Rückholfeder zusammen mit der Federstange rausholen. Federstange, einmal hier, die ist hinten drin. Steckt hier also einfach nur seitlich einmal drin. Und dann könnt ihr die gesamte Nozzle einfach aus dem Housing entnehmen. Der Outer ist letztendlich zweiteilig, bedeutet der hintere Bereich hier ist aus Kunststoff gefertigt und der vordere Bereich vom Outer mit dem Gewinde ist aus Aluminium gefertigt. Das seht ihr hier, ja, hier seht ihr so einen kleinen Übergang. Um jetzt die Hop-Up-Kammer rauszunehmen, seht ihr, die ist hier seitlich einmal arretiert. Da löst ihr die vordere kleine Kreuzschraube innen drin. Und jetzt könnt ihr vielleicht sehen, wenn ihr hier ein bisschen das Ding festhaltet, dann könnt ihr das verschieben. Seht ihr hier einmal so, und dann könnt ihr es festhalten und könnt jetzt die Hop-Up-Kammer nach hinten einfach einmal rausziehen. Okay, Hop-Up-Kammer öffnen ist letztendlich nicht mehr viel dabei. Habt ihr nochmal zwei kleine Kreuzschrauben drin, eine hier oben, eine hier unten, eine hier oben. Diese beiden Schrauben lösen und ihr könnt die Hop-Up-Kammer einmal öffnen und dementsprechend dann einmal euren Lever zusammen mit dem Lauf und mit dem Bucking entnehmen. So, dann Griffstück wird ein kleines bisschen fummeliger. Zunächst mal holen wir unseren Zerlegehebel raus. Der wird von hier innen über so einen kleinen Hebel gesichert, welcher gefedert ist. Genau hier innen drin. Bedeutet, wenn ihr irgendwie ein Bit hernehmt oder einen Schraubendreher, könnt ihr hier innen drin auf den Hebel drücken, der hier quasi einmal gefedert ist. Den drückt ihr jetzt quasi einmal runter. Das wird jetzt vor der Kamera wieder bescheiden zu zeigen. Den drückt ihr einmal runter und zieht und könnt dann, wenn ihr dann runter gedrückt habt, könnt ihr dann den Zerlegehebel einmal rausdrücken. Wie gesagt, das ist vor der Kamera jetzt alles wieder ein bisschen bescheiden. Da bräuchte ich am besten wieder 4 Hände dafür. Aber es ist machbar irgendwie. Wartet, vielleicht so. Ja, so kriege ich ihn raus. So, einmal raus damit. So, und dann seht ihr jetzt hier innen drin, seht ihr quasi einmal diesen kleinen Hebel, den quasi runterdrücken, über ein Bit mit dem Bit oder mit dem Schraubendreher und Zerlegehebel dann einmal seitlich raus. Okay, dann können wir auch gleich die Kreuzschrauber hier vorne drin lösen. Dann entspannen wir zunächst mal unseren Hahn hinten oder unseren Hammer. Und dann seht ihr hier hinten nochmal 2 kleine Kreuzschrauben drin. Eine hier hinten drin und eine auf der gegenüberliegenden Seite. Diese beiden Kreuzschrauben können wir auch einmal komplett demontieren oder eben entfernen. So, dann schaut ihr, dass die Sicherung auf scharf steht, also nicht irgendwie nach oben, sonst kommt er nicht hin, sondern das Ganze eben quasi runter einmal auf scharf stellen. Und dann seht ihr genau hier vorne, beziehungsweise parallel laufend einmal zu der Sicherung vom Schützen aus auf der rechten Seite, seht ihr hier so ein kleines Fenster oder so eine kleine Aussparung. Da geht er rein und im inneren Bereich findet ihr einen kleinen Gewindestift vor. Hierfür braucht ihr einen 0,9 mm Inbus, also so einen ganz kleinen Pimmel-Inbus.
So, dann steckt er da einmal rein und löst dann quasi diesen kleinen Mini-Gewindestift im inneren Bereich. So, das wäre dann einmal dieser kleine Mini-Gewindestift. Hier ein bisschen drauf aufpassen, dass dann halt nicht verliert. So, legen wir uns auf die Seite. Okay, jetzt ist der Sicherungshebel vom Schützen aus auf der rechten Seite komplett lose und wir können diesen abziehen. Geht aber auch ein kleines bisschen tricky, denn der sitzt sehr, sehr gut. Bedeutet am besten mit dem Fingernagel oder mit den Fingernägeln probieren, wenn ihr welche habt. Hier ein bisschen rumzunoddeln an dem Ding. Ein bisschen hoch, ein bisschen runter, ein bisschen links, ein bisschen rechts. Und dann seht ihr, dann kommt der häppchenweise, löst sich der dann ein kleines bisschen. So, und das macht das so lang, bis dann einfach einmal komplett abziehen könnt. Okay, so, wenn wir den dann runtergezogen haben, können wir auch den Sicherungshebel einmal komplett durchdrücken. Bedeutet, wir nehmen irgendwie ein Bit oder irgendwas her und einen Schraubendreher und drücken den einmal komplett durch und lösen ihn damit eben auch auf der gegenüberliegenden Seite, also vom Schützen aus auf der linken Seite. Somit ist das gesamte System jetzt einmal von unserem Kunststoffgriffstück einmal gelöst und wir können das ganze Zeug vorsichtig einmal ein bisschen nach oben rausziehen. Schaut, dass ihr ein bisschen parallel seid. So, und dann einfach einmal entnehmen oder rausziehen. Okay, so, der Magazinhalter, der fällt im Regelfall auch raus. So, der liegt dann da. Wenn ihr es später wieder zusammenbaut, einfach darauf achten, dass der Magazinhalter so rum reingeschoben wird, dass diese Aussparung einmal oben ist. Bedeutet, so rum dann später quasi rein. Und dann schaut ihr, wenn ihr das alles wieder reinschiebt, dass quasi dieses Teil hier einmal hier innen drin arretiert. Könnt ihr, glaube ich, ja, so sieht das. Also einfach so wieder rein. Okay, so, dann nehmen wir das Zeug auch noch auseinander. So, da legt ihr euch das Teil erstmal so rum her. Und dann seht ihr hier vom Schützen auf der rechten Seite, habt ihr die Abzugstange. Bedeutet, das Teil hier ist die Abzugstange, die geht vor zum Abzug. Seht ihr, und wenn ihr dann zieht, zieht ihr quasi über die Abzugstange hier innen drin am Sier sozusagen. Hier ist ein kleiner Punkt zu beachten, bevor ihr die jetzt wegbaut. Achtet darauf, hier unten ist eine kleine Feder drin. Die kleine Feder wird hier innen drin am Gehäuse arretiert, also über so einen Haken gehalten und drückt von unten gegen die Abzugstange, dass die quasi über diese Feder nach oben gedrückt wird. Da müsst ihr später wieder beim Zusammenbauen darauf achten. Okay, bauen wir die erstmal weg, könnt ihr vorne ganz normal einmal aushaken und dann hinten eben einmal von dieser Feder oder aus dieser Feder einmal lösen. So, hier seht ihr quasi die Feder. Diese kleine Feder hier, die kommt einfach hier so rum rein, dass der Haken quasi innen liegt. Dann dreht er die ein bisschen. Lass mich die mal wieder kurz richtig drauf machen, so. Und dann, wenn ihr das Ganze wieder installiert, habt ihr hier unten so eine ganz kleine Kerbe drin. Und genau in dieser Kerbe liegt dann quasi der obere Bereich von der Feder, damit die von unten einfach da dagegen drückt. So, Abzugstange einfach einmal weg und die Feder, die nehme ich auch einfach zur Sicherheit mal raus, damit mir diese nicht verloren geht. Dann drehen wir das ganze Ding einmal um auf die Seite und dann seht ihr hier im mittleren Bereich ist das Ganze verschraubt. Habt ihr zwei Schrauben drin, zwei Kreuzschrauben. Diese beiden Schrauben lösen wir jetzt ebenfalls. Okay, so, und bevor ihr das Ganze jetzt einmal auseinanderzieht, passt ein bisschen auf, denn genau da unten drunter liegt die Abzugsfeder zusammen mit einer Federstange. Bedeutet, ihr zieht das ganze Zeug einfach mal vorsichtig, wirklich vorsichtig auseinander. Wenn es blöd läuft, kann es passieren, dass die Feder rausspringt. Dementsprechend nehmt ihr jetzt am besten gleich mal einen Schlitzschraubendreher oder irgendwas her und löst die Feder hier innen drin, damit die euch einfach nicht rausspringt. So, seht ihr einmal Abzugsfeder zusammen mit so einer kleinen Federstange quasi im hinteren Bereich. Die drückt ihr später einfach wieder rein und fertig. Okay, das Zeug brauchen wir jetzt glaube ich nicht. Wenn ihr noch irgendwie Abzug rausbauen wollt oder sowas, habt ihr hier vorne nochmal 3 Schrauben drin. Seht ihr, eine hier, eine hier, eine hier. Und dann könnt ihr das Zeug ebenfalls auseinanderziehen, diese beiden Hälften. Aber wie gesagt, brauchen wir jetzt fürs Video nicht wirklich. Dann habt ihr gerade schon gesehen, dass dieser Sicherungshebel weggefallen ist. Der fällt auch zu 99% weg. Wenn ihr das Ganze wieder zusammengebaut, der wird letztendlich nur über diesen kleinen Nupsi hier einmal an diesem Sicherungshebel arretiert. Bedeutet, der kleine Nupsi wird hier einfach in diese Nut reingelegt, damit sich quasi, wenn ihr den einen Hebel bewegt, damit der andere einfach dagegen läuft oder eben mitläuft. So, aber wie gesagt, der fällt weg, dementsprechend nehmen wir gleich mal weg. Okay, so, dann drehen wir das Ganze um und jetzt brauchen wir wieder einen relativ spitzen Kreuzschraubendreher, denn hier haben wir wieder so ganz spezielle Marui-Schrauben drin, die ein kleines bisschen nerven können, wenn ihr keinen passenden oder Kreuzschraubendreher habt. Seht ihr einmal hier oben eine kleine Schraube und hier unten eine kleine Schraube.
Und die sind wirklich vom Schraubenkopf her sehr, sehr flach und brauchen einen sehr, sehr kleinen Phillips. Also einen sehr kleinen Spitzenkreuzschraubendreher. Wenn ihr da keinen passenden habt, besorgt euch lieber einen, denn wenn ihr einen zu großen nehmt oder nicht passenden, kann man diese Schraubenköpfe ganz, ganz schnell kaputt machen bei Marui. Dementsprechend schauen, dass ihr halt wirklich einen ganz kleinen Spitzen habt und dann löst ihr einfach diese beiden Schrauben hier einmal. Einmal die im oberen Bereich und einmal diese im unteren Bereich. So, diese kleinen Minischrauben, die legen wir uns vorsichtig mal auf die Seite. Okay, so, und dann können wir auch dieses Teil hier einmal vorsichtig wegnehmen. Da müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, da ist noch ein Pin mit einer Feder drin. Einmal hier quasi für die Sicherung, für dieses Klicken dann sozusagen. Dementsprechend hier ein bisschen aufpassen, dass das Zeug nicht rausspringt. Ebenfalls seht ihr dann hier einmal den Valve locker zusammen mit der Feder. Könnt ihr ebenfalls nach unten drücken, rausnehmen. Und auch den kleinen Pin hier unten zusammen mit der Feder nehmen wir zur Sicherheit auch gleich mal raus, damit uns dieser einmal nicht verloren geht. Gut, dann haben wir letztendlich nur noch zwei Kreuzschrauben drin auf der gegenüberliegenden Seite. Eine im oberen Bereich hier und eine hier unten drin. Diese beiden Schrauben lösen wir ebenfalls. Und können jetzt letztendlich die gesamte Abdeckung einmal auseinandernehmen bzw. einmal öffnen. So, Firing Pin lasse ich jetzt einfach mal da drin stecken. Okay, so, Hammer könnt ihr auch rausnehmen, einfach rausziehen. Ein Sear ein bisschen nach vorne, der ist natürlich gefedert. Ein bisschen rausnehmen, so, da unten habt ihr noch die Hammer Spring drin. So, und dann damit ist das ganze Ding einmal komplett zerrupft. Okidoki, schauen wir uns die Teile einmal im Detail an. Somit haben wir das Ding einmal komplett auseinandergekloppt und wir können uns die inneren Bauteile bzw. die Internals einmal im Detail alle anschauen. Und ihr dürft natürlich nicht erwarten, dass ihr hier bei Marui irgendwo Stahl vorfindet, sondern hier ist wie bei 90% der anderen Hersteller alles komplett einmal aus Zink gefertigt innen drin. Soll aber auch wieder nicht bedeuten, dass das Zeug schnell kaputt geht oder sowas. Kommt wie gesagt immer ein bisschen drauf an, wie gut ist das Zeug konstruiert, wie viel Arretierungsfläche hat man in den Bauteilen drin und dementsprechend können auch Zinkteile sehr, sehr lange halten. Natürlich, teilweise VFC verbaut mittlerweile sehr viel Stahl innen drin rein. Das habe ich euch auch schon mal gesagt, selbst wenn man irgendwo Stahl reinbaut, das Zeug ist auch teilweise nur gesintert, also nicht gefräst und muss nicht unbedingt immer gleich heißen, dass Stahl sonderlich mehr aushält wie jetzt Zink, je nach Konstruktion. Also fangen wir mal an, hier haben wir diese beiden Gehäusehälften. Natürlich die Verarbeitungsqualität und die Passgenauigkeit von den gesamten Internals ist natürlich wieder hervorragend von Marui. Also ihr habt hier nicht irgendwie viel Spiel auf den Wellen oder auf den Achsen drauf oder sowas, die Teile sitzen hervorragend drin. Habt ihr vielleicht gerade auch bei der Demontage gesehen. Ihr könnt das ganze Zeug auseinanderziehen, es springt nichts raus oder sowas. Bedeutet, es wird alles sauber gehalten innen drin und dementsprechend von der Verarbeitungsqualität selbst und auch von den Teilen her ist das ganze Teil wieder wirklich hervorragend von Marui. So, also Hälften passen wirklich hervorragend zusammen, sitzt alles tipptopp im Griffstück drin. Dann haben wir hier einmal den Firing Pin, quasi dieses Teil, wo später einmal auf euer Magazin hinten drauf schlägt, beziehungsweise aufs Ventil. Auch hier der gesamte Firing Pin richtig schön dick konstruiert von Marui, also nicht bloß so ein dünnes, kleines, lappriges Teil, sondern schön dick das Ganze, massiv gefertigt und ebenfalls läuft der ganze Firing Pin hier innen drin wunderbar und schön leichtgängig. Also hier kein Haken oder ähnliches einmal drauf und wird über die seitlichen Führungen perfekt einmal gehalten und eben geführt. Also hier auch wieder tipptopp umgesetzt. Auch unser Sear dann einmal hier innen drin recht straff gefedert. Das Ganze. Dieses Bauteil wird quasi einmal über die Abzugstange dann quasi nach vorne bewegt und euer Hammer rastet dann hier oben einmal aus dieser Kante aus. Bedeutet, hier habt ihr den Hammer auch einmal komplett aus Zink gefertigt. Bedeutet, das Ding wird aufgezogen oder zieht ihn über den Verschluss auf und hakt dann im vollgespannten Zustand einmal hier unten an der unteren Kante sauber ein. Auch hier von der Breite her viel Material vorhanden oder sehr breit der gesamte Sear und dementsprechend viel Auflagefläche hier hinten einmal für den Hammer drin. Auch hier der Arretierungspunkt hier unten im Hammer schön breit gewählt, schön massiv gewählt. Das habe ich euch auch schon mal angesprochen. Das ist meistens immer, wenn euer Hammer nicht hinten arretiert oder nicht mehr gehalten wird, dann ist entweder meistens der Sear oder der Hammer, diese Kante hier unten, ein kleines bisschen verschlissen. Hier kann man meistens dann mit einer kleinen Feile wieder ein bisschen nacharbeiten, damit man wieder eine saubere 90-Grad-Kante drin hat, damit der Hammer einfach hier wieder sauber am Sear einmal arretiert hier hinten drin.
Aber wie gesagt, von Marui hier schön viel Material, bisschen schön breit gemacht, das Ganze von der Fläche her. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass es hier irgendwie schnell zu Verschleiß oder Abnutzung kommen kann. Natürlich muss man auch wieder erwähnen, Marui natürlich, wenn man jetzt sich keine High-Kappa kauft, sondern halt ein bisschen ausgefalleneres Modell von Marui, jetzt wie gesagt jetzt die FNX oder auch die M&P 9 von Smith & Wesson oder so, man ist relativ, ja, man kommt relativ schwer an Ersatzteile ran. Kauft man sich eine High-Kappa, bekommt man Teile hinterhergeschmissen, auch in Deutschland. Bei einer FNX oder auch bei anderen Marui-Pistolen wird es halt ein bisschen schwieriger. Da müsst ihr dann wirklich gucken, wenn der doch mal irgendwie einen neuen Sear benötigt oder mal einen neuen Hammer benötigt. Am besten direkt irgendwo in Japan schauen, damit ihr die Ersatzteile herbekommt. Denn hier seid ihr natürlich in Deutschland, ja, schaut ihr teilweise echt ein bisschen dumm aus der Wäsche. Also Ersatzteile nur oder ja, meistens nur in Japan verfügbar. Okay, was da vielleicht auch sehen könnt, wir haben hier jetzt für den Hammer keine besondere Welle drin oder keine Achse, worüber der Hammer läuft, sondern der Hammer läuft letztendlich über den Sicherungsbolzen oder über die Welle vom Sicherungsbolzen. Bedeutet, der gesamte Hammer läuft quasi hier rüber und auch hier minimale Toleranz von Marui drauf. Also der kann nicht irgendwie hier rumschwabbeln auf der Welle und rumwackeln, sondern der wird hier einwandfrei einmal gehalten. Und wie gesagt, hier von den Toleranzen her minimals, läuft schön leichtgängig, hat aber kein Spiel auf der Welle selbst. Also wie gesagt, Passgenauigkeit, Toleranzen von der Fertigung von Marui wieder tipptopp. Die minimalen Toleranzen könnt ihr jetzt auch hier nochmal sehen, wenn man das Ganze wieder zusammenbaut. Bedeutet, ich habe jetzt den Hammer einfach mal einmal komplett über die Achse arretiert. Und auch wenn man jetzt hier versucht, oder wenn man hier einfach mal den Hammer nach hinten zieht, ihr merkt einfach, die Teile von Marui, die ganze Mechanik ist einfach von der Konstruktion her wieder unheimlich gut umgesetzt. Bedeutet, ihr habt hier kein Spiel irgendwie im Hammer drin, dass er rumschwabbeln kann oder sowas. Aber dennoch, wenn ihr den bewegt oder auch wenn ihr den Sear löst, hier laufen einfach die Teile wunderbar. Bedeutet hier, wie gesagt, kein Spiel im Hammer drin oder so, der kann nicht rumschwabbeln. Auch der Firing Pin vorne wird hier seitlich sauber geführt, kann sich ordentlich sauber bewegen, wackelt aber absolut nicht rum. Also minimale Toleranzen wieder drauf von Marui und einfach von der Fertigung von den Teilen her wieder hervorragend. Und auch wie ich es auch bei der Demontage auch schon gezeigt habe, auch wenn man jetzt hier mal von den Sicherungshebel einmal aufsetzt, so einmal so, dann bewegt sich das einfach alles wunderbar und ihr könnt hier zum Beispiel mal den Hebel festhalten und ihr werdet feststellen, dass ihr in diesem Hebelsystem kein Spiel drin habt. Da bei anderen Herstellern, bei WE oder sowas, wenn ihr da so kleine Hebelchen habt, ja, die wackeln ein bisschen hin und her, die schwabbeln ein kleines bisschen hin und her, haben ein bisschen Luft und sowas drin, das ist bei Marui nicht. Also hier ist alles wirklich von der Passgenauigkeit, von den Toleranzen her und von der Mechanik wieder sehr gut umgesetzt einfach. Dann habe ich vorhin auch schon mal ganz kurz angesprochen, dass die FNX, wie ich es zumindest empfinde, einen unheimlich schönen Abzug hat. Also nicht nur vom Abzugsgewicht her, vom Druckpunkt her, sondern es wird auch von der Konstruktion wieder sehr gut umgesetzt. Zum Beispiel, wenn ihr euch das mal anguckt, Marui hat die Abzugsfeder hier einmal seitlich drin, das ist eine relativ straffe Feder. Und dann nicht wie beim anderen Hersteller zum Beispiel, dass ihr einfach nur die Feder habt und drückt dann einfach mit dem Abzug hin auf die Feder drauf. Nein, Marui lenkt das Ganze hier einmal über so ein rundes Teil und dann über eine Federstange. Bedeutet, hier kommt es nicht irgendwie zu einem Reiben oder sowas, sondern ihr habt ein kontinuierliches und angenehmes, einfach einen schönen Abzug drin. Hier reibt nichts, da kratzt nichts, da hakt nichts und auch vom Abzugsgewicht, wie gesagt, relativ straff das Ganze. Circa, gut, jetzt vielleicht nicht vergleichbar mit einem Originalen, so ungefähr, ja, vielleicht 1 Kilo oder 1,2 Kilo Abzugsgewicht. Und selbst wenn ihr jetzt sagt, gut, ich möchte ein bisschen mehr Abzugsgewicht drauf haben, ja, dann ballert er da vorne einfach noch ein bisschen eine dünne Schirm davor oder irgendwas und bringt die Feder einfach ein bisschen auf mehr Vorspannung. Und dann habt ihr quasi ein bisschen mehr Abzugsgewicht drin. Ist also hier absolut kein Problem. Und wie gesagt, über diesen Hebel und über die Feder läuft das Ganze einfach vom Abzug selbst her wieder tipptopp oder einfach wunderschön. Auch hier im Abzug kein Spiel drin, kein Wackeln drin und wie gesagt, der läuft einfach richtig toll, der Abzug hier innen drin. Und dann auch noch mal ganz kurz, auch wenn ich mich jetzt wieder ein kleines bisschen wiederhole, wie vorhin bei der Demontage auch schon mal ganz kurz angesprochen. Es ist einfach, wisst ihr, ihr zieht das Ding aus dem Griffstück raus oder sowas und es ist einfach ein sauberer Block. Ihr könnt jedes Bauteil sauber entfernen, euch springt nichts weg, euch fliegen keine Federn davon oder sowas, sondern es wird einfach alles sauber arretiert. Und auch die Feder hier unten zum Beispiel von der Abzugstange, wie gesagt, bei der Demontage schon kurz gezeigt, ja, das bleibt einfach sauber dran. Ihr könnt hier die Abzugstange ganz easy einmal entnehmen, ihr könnt sauber nachfetten, ihr könnt nachschmieren, ihr könnt reinigen, ohne dass das ganze Kleinzeug alles euch kreuz und quer in der Gegend rumfliegt. Es bleibt also einfach alles da, wo es hingehört.
Und das ist eben bei anderen Herstellern nicht der Fall. Da, wenn das Ding rauszieht, dann fliegt da vorne der Valve locker runter, dann fliegt die Feder raus, dann bleibt der Firing Pin vielleicht ein bisschen drin klemmen. Und das ist hier einfach bei Marui immer nicht der Fall. Also hier, wie gesagt, auch die FNX, auch natürlich die High-Covers von Marui oder auch die M&P oder so, konstruktionstechnisch einfach wieder hervorragend umgesetzt. Und wie gesagt, auch wenn ihr jetzt eine Wartung machen wollt, ja, natürlich, sie ist vielleicht am Anfang, wenn das erste Mal demontiert, vielleicht ein bisschen komplex vom Aufbau her. Aber wenn ihr da euch einmal das Zeug anschaut, ihr wisst sofort, wo kommt alles wieder hin und ihr könnt nichts irgendwie falsch zusammenbauen. Ihr kommt super einfach schnell hin, ihr könnt nachfetten, könnt nachschmieren, könnt reinigen und dementsprechend auch hier würde ich sagen fast ein kleiner Vorteil von Marui einfach wegen der guten Konstruktion, dass einfach die Bauteile da bleiben, wo sie hin sollen und nicht euch alles auseinanderfliegt. Dementsprechend auch vielleicht für Einsteiger ist es auch komplex, aber es ist einfach nicht so schwer, das Ding zu warten, wie jetzt vielleicht eine P8 von VFC oder sowas oder eine USP. Die sind deutlich, deutlich komplexer innen drin und auch von der Fertigung, ja, nicht ganz so schön, muss man sagen. Also da tut ihr euch ein bisschen schwerer, wie jetzt hier bei der Marui FNX zum Beispiel. Dann schauen wir uns auch noch die Bauteile an, welche im Verschluss einmal drin sind, beziehungsweise in unserem Schlitten drin. Da hätten wir zunächst mal unser Nozzle Housing, hier natürlich auch wieder aus Zinkguss gefertigt, aber im Vergleich zu anderen GBBs deutlich kleiner oder deutlich schlanker, wie ihr das sehen könnt. Hier wird also um einiges weniger Gasvolumen oder deutlich weniger Volumen vom Gas benutzt, um den Verschluss nach hinten zu bewegen. Dementsprechend kleine Nozzle, wie ihr sehen könnt, sehr, sehr schlank das Ganze. Es wird hier wenig Gas benötigt, um den Verschluss nach hinten zu bewegen und zusätzlich noch der relativ leichte Verschluss aus Kunststoff und dementsprechend eine sehr gute Gaseffizienz. Auch natürlich die Passgenauigkeit im Verschluss selbst wieder hervorragend. Bedeutet, hier sitzt alles wieder drin, wie Arsch auf Eimer. Habt ihr vorhin bei der Demontage gesehen, Nozzle Housing, kein Spiel im Verschluss drin und sitzt einfach hervorragend. Die Nozzle selbst finde ich ebenfalls tipptopp, ist auch wieder, gut, es ist jetzt kein Polyamid, es ist wieder spezieller ABS-Kunststoff von Marui, vermutlich, sitzt hervorragend im Housing drin, läuft einfach nur perfekt, zeige ich euch dann gleich im zusammengebauten Zustand auch noch. Also hier kein Spiel irgendwie, dass die Nozzle rumschwabbeln kann, wird perfekt geführt und läuft einfach ultra smooth in dem Housing drin. Auch von der Abdichtung, ihr habt hier keinen speziellen einen speziellen Pistenhead hinten drin oder eine spezielle Nozzle-Abdichtung. Nein, habt ihr nicht. Ihr habt hier an der Nozzle hinten letztendlich einen stinknormalen O-Ring drin. Und das ist ein 13 mm O-Ring mit einer Schnurstärke von 1 mm, also 13 x 1. Bedeutet, solltet ihr mal verschlissen sein oder solltet ihr zu viel Gas verlieren, dann könnt ihr einen stinknormalen O-Ring euch besorgen, 13 x 1, könnt den draufballern, fertig. Dann funktioniert das Ding wieder. Ihr müsst also keinen speziellen Pistenhead irgendwie besorgen oder sonstiges, sondern einen stinknormalen O-Ring, wo ihr dann 5er Pack für ein paar Cent bekommt. Dementsprechend hier, wie gesagt, sehr gut umgesetzt von Marui. Dann natürlich durch die Größe der Nozzle, gerade schon angesprochen, ihr habt hier kein großes Volumen, was mit Gas befüllt werden muss, sondern ihr habt über die Nozzle letztendlich nur eine kleine Bohrung, die nach hinten geht. Das können wir vielleicht sogar kurz mal nachmessen. Das sieht aus wie 6 mm vielleicht. Ja, genau 6 mm, schaut gut geschätzt. Also 6 mm Bohrung, die nach hinten geht. Die wird wie gesagt mit Gas befüllt und dann wird bereits eben über diese Bohrung das Housing hinten mit Gas befüllt und der Verschluss nach hinten bewegt. Dementsprechend hier einfach eine sehr, sehr gute Gaseffizienz in der FNX vorhanden. Und das ist einfach auch von Marui einfach wieder tipptopp umgesetzt, muss man sagen. So, dann haben wir hier seitlich einmal drin unsere Rückholfeder mit Federstange das Ganze. Und wird dann, wie bei der Demontage schon gesehen, hier vorne einmal über so ein zweites Teil einmal arretiert oder gesichert. So, dann müssen wir ein wenig auf die Feder aufpassen. So, das Ganze wieder zusammengebaut und jetzt hier schaut mal, wie smooth die Nozzle hier läuft. Also richtig schön leichtgängig und kann auch, wenn von unten jetzt der Rotor vom Magazin dagegen kommt, die Nozzle wird durch die Breite, welche es im oberen Bereich hat, wird sie richtig schön nach oben gegen das Housing gedrückt, wird hier unten quasi über den Rotor, dann über das Magazin abgedichtet und dann wird die Nozzle hier einfach sauber geführt. Kann also hier nicht irgendwie nach oben irgendwie leicht wegkippen oder wegklappen, sondern der Rotor liegt einfach immer, oder die Nozzle liegt immer sauber auf dem Rotor auf. Denn wie gesagt, die Nozzle wird hier einfach hervorragend einmal geführt und kann nicht im Housing irgendwie rumschwabbeln, rumklappern oder ähnliches. Also hier von der Führung her und dementsprechend auch die Abdichtung zum Rotor einfach wieder tipptopp von Marui umgesetzt. Also Bauteile auch hier, Nozzle Housing, hervorragend.
Gut, dann lasst uns mal ganz kurz über die RMR-Aufnahme schwätzen, falls ich es vorhin noch nicht angesprochen haben sollte. Wir haben hier einen Bohrungsabstand für die Aufnahme vom RMR von 14, ich glaube 14 oder 14,5 Marui halt. Ich glaube 14,5 waren es. Lass mich nochmal ganz kurz circa nochmal kurz checken. Ja, 14,5 sind es. Also 14,5er Bohrungsabstand von Mitte zu Mitte. Und dementsprechend passt hier standardmäßig leider nur die RMR oder das Rotpunktvisier von Marui drauf, also das Original dafür. So, wenn man sich jetzt das Housing von oben anschaut, hat man hier von Marui auch eine Körnung drin für einen Abstand von 19 mm. Bedeutet für ein Trijicon, zum Beispiel für das Ding hier, Original RMR mit 19 mm, wäre hier sogar der Abstand vorhanden. Und das ist von Marui sogar angekörnt, wie ihr vielleicht sehen könnt. So, warum sie jetzt hier mir keine 3 mm Bohrung noch geben oder ein 3 mm M3-Gewinde geben für die Aufnahme für so ein RMR, verstehe ich jetzt nicht ganz. Es wäre natürlich noch schön gewesen, wenn sie hier einfach auch nochmal ein Gewinde angebracht hätten, um eben diese Rotpunkte von Trijicon oder die Original RMRs auch montieren zu können. Und das geht standardmäßig leider nicht. So, jetzt denkt ihr euch, ja gut, dann bohren wir da selber Löcher rein. Wird ein bisschen knapp vom Abstand. Ihr könnt maximal M3-Gewinde reinschneiden. Wenn ihr ein M4 habt, könnt ihr vergessen, ihr habt hier zu wenig Wandstärke. Auch müsst ihr aufpassen, ihr braucht eine Standbohrmaschine mit dem Nonius und am besten mit dem Anschlag, denn ihr dürft maximal 3,2 mm tief bohren. Ansonsten bohrt ihr das Housing durch und verliert oder könnt hier dann entsprechend den Gasdruck verlieren hier oben. Außer ihr dichtet das Ganze mit Schraubensicherung vielleicht noch ab, was ich so oder so empfehlen würde. So, allgemein würde ich es euch aber auch nicht empfehlen, hier rumzubasteln, denn selbst wenn ihr da Löcher reinbohrt, sitzen diese RMRs nicht wirklich gut im Schlitten drin. Bedeutet, wenn ihr euch, oder im Verschluss drin, bedeutet, wenn ihr euch das mal anschaut, da hätte euer RMR dann hier nach hinten und nach vorne ein bisschen Luft. Bedeutet, es könnte hier oben ja, rumschwabbeln. Bedeutet, wenn der Verschluss nach hinten kommt, ach Gott, du Kackohrring, wenn der Verschluss nach hinten knallt über den Rückstoß, kommt die gesamte Belastung auf die Gewinde drauf. Und dadurch können die Gewinde recht schnell kaputt gehen. Dementsprechend, wie gesagt, das Ding ist dafür ausgelegt, Marui RMRs aufzunehmen. Und würde ich auch definitiv empfehlen, Marui dann zu installieren. Denn die sitzen dann einfach plan im Schlitten drin oder im Verschluss oben drin und haben kein Spiel. Bedeutet, wenn da der Rückstoß kommt, dann wird das Ganze eben über die hinteren Kanten oder über die vordere Kante einfach nochmal sauber gehalten. Und es kommt etwas weniger Belastung auf die Schrauben selbst einmal drauf. Wie gesagt, besorgt euch ein RMR von Marui am besten, wenn ihr eins haben wollt. Das kostet auch nicht wirklich gut. Ja, was heißt viel mehr? Kosten um die 70 € bei uns in Deutschland. Wenn ihr es im Ausland kauft, bekommt es ein kleines bisschen günstiger. Aber wie gesagt, das Ding ist dafür ausgelegt. Dementsprechend würde ich auch empfehlen, eins von Marui direkt zu verwenden. So, dann das ganze Housing zusammen mit der Nozzle wieder reingebaut in den Verschluss. Und dann kann man vielleicht auch ansprechen, hier nochmal ganz kurz seht ihr vielleicht die Passgenauigkeit, wie bündig das Housing mit, mit der Führung vom Verschluss einmal übereinstimmt. Bedeutet, ihr habt auch hier hinten absolut kein Versatz oder so drin, nicht mal irgendwie 0,1, sondern es ist wirklich exakt sauber zu 100% bündig mit den Führungen vom Verschluss. Also das nenne ich mal Passgenauigkeit. Bei anderen Herstellern, wenn er das ab und zu mal kontrolliert, da steht dann das Housing teilweise einen halben Millimeter raus oder 0,2 mm raus. Dann seht ihr hier hinten, dass das Housing ein bisschen Abrieb bekommt, das einfach von der Passgenauigkeit nicht ganz so gut ist, wie jetzt hier bei Marui. Also wie gesagt, hier Passgenauigkeit einfach nur brachial gut. Dann schauen wir uns im Detail auch noch kurz das Schließsystem an. Bedeutet einmal die Schließfeder selbst und eben die passende Federstange dazu. So, die Federstange ist zweiteilig. Die hintere Arretierung in der Hop-Up-Kammer ist aus Zinkguss gefertigt und die Federstange selbst ist aus ABS-Kunststoff gefertigt. Gut, daher die Schließfeder relativ schwach ist es jetzt wurscht, ob die Federstange aus Alu, aus Zink oder aus Kunststoff ist. Die wird erstmal halten. Zusätzlich kann sie natürlich über den Kunststoff und über die Aufnahme hinten, kann sie sich ein bisschen bewegen, hat also ein bisschen Spiel und ist nicht steif. So, worauf ich jetzt hinaus möchte, ich habe es euch vorhin, glaube ich, schon mal ganz kurz bei den allgemeinen Informationen gesagt, ich finde die Schließfeder ist ein kleines bisschen zu schwach. Ja, natürlich, eine schwache Schließfeder ist immer gut, die Gaseffizienz nimmt ein bisschen zu, ihr bekommt mehr Schuss raus. Ich habe es euch aber auch gezeigt, wenn man die FNX ein bisschen schüttelt oder gerade der erste Zug auf dem Verschluss ist sehr, sehr schwach. Bedeutet, er hat minimal ein bisschen Spiel drauf, da er eben über die Feder nicht stark genug nach vorne gedrückt wird.
Das mag dem einen oder anderen wurscht sein. Wie gesagt, ich würde es ein bisschen besser finden, wenn die Schließfeder vielleicht noch eine Windung ein kleines bisschen länger wäre, damit einfach der Verschluss ein bisschen stärker nach vorne gedrückt wird. So, worauf ich jetzt hinaus möchte. Viele schauen dann immer, ja, eine stärkere Schließfeder oder eine Recoil Spring im Airsoft-Bereich, kaufen es dann irgendwo im Airsoft-Shop für so eine Kackfeder für 8, 9 Euro, was für eine Feder einfach mega teuer ist. Nehmt euch mal ein bisschen Zeit und schaut einfach mal in diversen Federnshops. Gebt einfach bei Google mal Federshop ein. Zum Beispiel findet ihr ganz oben, erster Eintrag, glaube ich, irgendwie über Google AdSense, findet ihr einen Federshop in Deutschland. Da bekommt ihr zigtausend Federn her, genau die, was ihr braucht. Und dann könnt ihr eben angeben, wie lang soll die Feder sein, welchen Dorndurchmesser, also ihr messt quasi einmal den Innendurchmesser, das ist dann immer der Dorn zum Beispiel, oder die Gesamtlänge im ungespannten Zustand, wird zum Beispiel als L1 dann meistens angegeben, zum Beispiel in dem Fall jetzt 84 mm. Die Drahtstärke könnt ihr angeben, und da könnt ihr genau auswählen in diesen Federnshops oder genau raussuchen, welche Feder ihr benötigt. Und da bekommt ihr einfach so eine Kackfeder für ein paar Cent. Ihr müsst also nicht immer jedes Mal, wenn ihr auch eine Hammerspring braucht oder je nachdem, wenn ihr irgendwelche Federn braucht, schaut nicht immer in irgendwelchen Airsoft-Shops, sondern schaut einfach in einem ganz normalen Federnshop und nicht im Airsoft-Bereich. Da bekommt ihr die Federn hinterhergeschmissen für ein paar Cent und ihr könnt eben auch spielen. Ihr könnt dann sagen, okay, dann besorge ich mir eine Feder, die vielleicht mal ein paar Millimeter länger ist oder vom Drahtdurchmesser vielleicht nochmal statt 0,6, 0,8 Millimeter ist, also ein bisschen straffer ist. Und dann könnt ihr einfach ein bisschen variieren. Und wie gesagt, nicht immer schauen in den Airsoft-Shops, sondern da sind die Federn immer extrem überteuert. Dementsprechend nehmt euch die Zeit, messt das Zeug aus und schaut einfach in dem Federnshop nach. Okay, so viel auf jeden Fall zur Schließfeder. Wie gesagt, wenn ihr dann eine härtere braucht oder auch eine weichere braucht für den Winter oder so, schaut in dem Federnshop irgendwo in Deutschland oder einfach bei Google, da könnt ihr genau raussuchen, was ihr braucht. So Leute, dann kommen wir abschließend einmal zum Lauf- und zum Hop-Up-System. Habt ihr vorhin bei der Demontage vielleicht schon gesehen, der Outer ist hier letztendlich zweiteilig. Bedeutet, wir haben das vordere Rohr an sich aus Aluminium, 16 mm Clockwise-Gewinde und hinten der Patronenverschluss oder die Kammer selbst ist einmal aus Kunststoff gefertigt. Dann habt ihr aber auch gesehen, um jetzt die Hop-Up-Kammer rauszuziehen, nicht wie beim anderen Hersteller, dass ihr da irgendwie jetzt den Kunststoff auseinanderbiegen müsst oder auseinanderziehen müsst. Nein, ihr löst einfach den vorderen Teil hier von der Hop-Up-Kammer und dann sitzt hier einmal wunderschön und passt genau diese Führung hier drin. So, und dann könnt ihr die ganze Hop-Up-Kammer einfach rausziehen. Und hier auch wieder, wie vorhin bei den Internals auch schon angesprochen, die Passgenauigkeit ist einfach brachial. Also wie ihr das sehen könnt, wenn das Teil da drauf ist, dann ergibt es eine saubere Einheit. Ihr habt hier keinen Versatz drin, ihr habt hier kein Spiel drin, kein Spalt oder ähnliches. Einfach nur die Passgenauigkeit ist auch hier wieder einfach nur hervorragend. So, ein kleiner Punkt, das habe ich vorhin auch, glaube ich, auch schon angesprochen. Es einstellen geht ein bisschen schwieriger, denn wir haben ein relativ kleines Einstellrädchen, wie ihr das sehen könnt. Und da tut man sich mit dem Fingernagel ein bisschen schwer, wie ich finde, hier einen Hop fein einzustellen. Wenn ihr seht, man drückt und dann kommt immer so ein kleines, so ein Klicken und dann verstellt man gleich wieder 1,5 mm oder so. Wäre das Rädchen ein bisschen größer gewesen und sauber gerendelt, hätte man vielleicht in Hop ein kleines bisschen feiner einstellen können. Nichtsdestotrotz, wenn das Ding einmal eingestellt ist, funktioniert das Hop-Up auch wieder tadellos. Maximal 0,25, klar, ist eine Marui, aber letztendlich brauchen wir auch nicht mehr Kugelgewicht in der Backup. Dementsprechend 0,2, 0,25 rein oder 0,23 und gut ist. So, auch die Hop-Up-Kammer selbst, nicht nur dieses Teil hier vorne. Auch hier ist die Passgenauigkeit der beiden Hälften wieder hervorragend. Bedeutet, wenn das Ding miteinander verschraubt ist, gibt es einen sauberen Block. Und auch wenn das Ding verschraubt ist, sitzt der Lauf hervorragend drin. Er kann nicht links und rechts schwabbeln, er kann nicht vor oder zurück, sondern wird einfach perfekt von der Hop-Up-Kammer selbst gehalten. Allerdings der Lauf selbst ist leider kein Standard GBB-Lauf. Denn wenn wir das Ding einmal auseinandernehmen und unser Bucking mal runterziehen, dann werdet ihr feststellen, dass wir hier auf der Seite oder zunächst mal hier eine kleine Kerbe drin haben oder runtergedreht wurde und ebenfalls auf der Seite eine Arretierungsfläche und auf der anderen Seite keine. Also hier leider kein Standard GBB bzw. VSR-Lauf. Wir kommen also keinen anderen Lauf rein. Das Bucking ist letztendlich Standard GBB. Bedeutet, hier bekommt ihr auch problemlos von mir aus ein Maple Leaf rein, was ihr auch immer wollt, irgendwie ein Autobot 60er oder sowas aus Silikon, die sind recht anständig oder recht gut. So, und dann seht ihr, dass die Maple Leaf Buckings, also Standard GBB Buckings, passen perfekt zu der Hop-Up-Kammer oder auch zu dem recht speziellen Lauf.
Da kann man vielleicht gleich noch ansprechen, die Abdichtung ist sehr gut. Das Maple Leaf sitzt aber ein bisschen straffer zur Nozzle. Natürlich durch diesen, das hat sich wieder ein bisschen verdreht, natürlich durch diesen Edelstahlring hier hinten drauf, wenn man sich das mal anschaut und mal vergleicht, Maple Leaf Bucking einmal zur Nozzle, wenn man das mal drauf schiebt und dann quasi zieht, das sieht man also, dass es wirklich schön press drauf sitzt und man kann die Nozzle quasi recht weit einmal nach vorne ziehen. Sitzt also ein bisschen presser. Wenn man das mit dem Original Bucking macht, das sitzt zwar auch gut drauf, aber löst sich einfach ein bisschen schneller von der Nozzle. Dementsprechend die Abdichtung bei den Maple Leaf Buckings vielleicht ein Hauch besser. Wirklich wechseln muss man es wie gesagt nicht unbedingt, denn das Ding funktioniert out of the box eigentlich perfekt. Wie gesagt, Lauf ist auch nicht Standard GBB, aber sind wir ehrlich, was bringt euch in der GBB oder in der Backup ein 603er Lauf, Leute? Ihr schießt mit dem Ding, wenn es hochkommt, auf 30 Meter, auf 40 Meter maximal. Da ist der Standard 608er Lauf vollkommen ausreichend. Länge sind 114 mm und wie gesagt, Innendurchmesser 6,08 mm. So, was ich auch interessant fand, wenn man sich diesen Lever einmal ganz genau anschaut, der quasi einmal oben aufs Bucking drauf drückt. Lasst mich das mal ganz kurz für Einsteiger noch mal kurz zeigen. So, sitzt also alles hier einmal sauber in der Hop-Up-Kammer drin und dann wird quasi der Lever, Standard wie bei anderen GBBs, hier unten in dieses kleine Einstellrädchen einmal eingehakt. So, und oft kann es vorkommen oder oft kommt es vor, wenn dieses Blech oder der Lever nicht gut gebogen ist oder zu weich ist vom Material, dann gebt ihr Hop drauf und durchs Runterdrücken biegt sich der oben vom Winkel her ein bisschen auf. Bedeutet, ihr drückt auf der Seite hier stärker wie auf der gegenüberliegenden Seite. Und dann drehen eure Kugeln eben einmal auf die linke Seite weg oder bekommen so einen kleinen Drall nach links drauf. So, und wenn man sich jetzt den Lever von Marui mal wirklich ganz genau anschaut, dann hat er keine 90 Grad, sondern der geht auf der Seite einen kleinen Tick weiter runter, vielleicht 2-3 Grad. Und dadurch ist dieses Spiel, was der vielleicht nachgeben kann, wieder ausgeglichen. Bedeutet, der drückt wirklich komplett gerade und drückt auf beiden Seiten exakt identisch aufs Bucking drauf. Also hier von Marui, eventuell, ich weiß nicht, ob es verbogen ist, aber wie gesagt, er ist nicht 100% im 90-Grad-Winkel. Also hier vielleicht von Marui berücksichtigt und entsprechend angepasst. Aber wie gesagt, out of the box funktioniert wieder hervorragend und das Ding schießt perfekt geradeaus. Dementsprechend Hop-Up, Marui, tipptopp, funktioniert. Okidoki, dann baue ich das Ganze wieder zusammen und wir sehen uns einmal abschließend zum Fazit. So Leute, das soll es für heute schon wieder gewesen sein. Sind wir am Ende angekommen, ist vielleicht ein bisschen kürzer geworden, ist ja letztendlich nur eine Backup, kann man nicht ganz so viel drüber erzählen wie über eine Langwaffe oder über eine SAEG. Aber ich denke dennoch, dass ich alle relevanten Punkte wieder angesprochen haben sollte. Habt ihr noch weitere Fragen, ihr wisst Bescheid, nutzt das Kommentarfeld. Okay, so, machen wir abschließend wieder mein ganz persönliches Fazit, heute zur Marui FNX 45. Gut, was finde ich an dem Ding gut? Da hätten wir zunächst mal ein großes Gesamtpaket. Ist einmal Gesamtsystem, bedeutet Cooldown-Anfälligkeit ist sehr gut, also sehr geringe Cooldown-Anfälligkeit. Gaseffizienz ist gut, das ganze System arbeitet unheimlich zügig, arbeitet schnell und ihr habt keine Probleme, dass man irgendwie, auch wenn ihr schneller feuert, dass ihr ausgast, dass er sich verklemmt, dass er zu langsam wird oder sowas. Es dichtet alles hervorragend ab, Nozzle, Rotor zur Nozzle. Dementsprechend gesamtes System, Gesamtpaket würde ich definitiv heute einen Pluspunkt geben, denn läuft schon wirklich unheimlich gut das Ding. Dementsprechend erster Pluspunkt, System. Nächster Pluspunkt, zweiter Pluspunkt, auch die Verarbeitungsqualität ist hervorragend. Da kann man vielleicht auch gleich die Passgenauigkeit mit einbeziehen. Bedeutet, alle Bauteile, egal was ihr anfummelt, ihr habt es vielleicht bei der Demontage gesehen, es ist einfach von der Verarbeitung, von den Toleranzen her perfekt. Bedeutet, es sitzt alles so genau und passgenau in diesem System drin oder in der Backup drin, da kann man definitiv mal einen Pluspunkt geben. Auch der Verschluss oben, er wackelt nicht sonderlich stark rum, ihr habt kein Spiel irgendwie drin. Das Housing sitzt wirklich aufs 0,01 mm perfekt einmal drin. Nozzle dichtet hervorragend ab. Dementsprechend Verarbeitungsqualität und auch die Passgenauigkeit aller Bauteile wirklich sehr gut. Dementsprechend auch hier ein Pluspunkt. Der dritte Pluspunkt, und das weiß ich nicht genau, wie Marui das immer anstellt, aber auch die Reichweite oder das Hop-Up ist out of the box hervorragend. Es ist letztendlich ein stinknormales Standard-Hop-Up-Bucking, aber die 0,25 Gramm fliegen problemlos auf 50, 55 Meter hinter. Und das bekommen nicht alle GBBs auf die Reihe.
Also auch hier für Out of the Box, für ein Standard-Bucking, für ein Standard-Hop-Up sehr gute Reichweite und sehr gute Hop-Up-Leistung. Bedeutet, ihr habt auch nicht irgendwie jetzt mal, dass ihr starke Ausreißer drin habt. Bedeutet, dass die eine Kugel mal 3 Meter nach links wegzwiebelt oder nach rechts wegzwiebelt oder total überhoppt oder unterhoppt. Nein, auch auf 50 Meter habt ihr vielleicht einen Streukreis von 1 Meter, 1,2 Meter. Also auch hier problemlos spielbar das Teil. Ihr müsst an dem Hop-Up absolut nichts machen. Jetzt werden viele sagen, was, ein Streukreis von 1,2 Meter? Das ist für eine Airsoft wirklich sehr gut auf 50 Meter. Vor allem für eine Backup. Also auch hier Reichweite, Hop-Up, würde ich definitiv einen Pluspunkt heute dafür geben. Gut, und mein letzter Pluspunkt, und das fasse ich auch zusammen, das habe ich zuerst als einzelne Punkte gehabt, das sind die Bedienelemente. Denn zunächst mal ist das ganze Teil komplett beidseitig nutzbar, also für Links- und auch Rechtsschützen. Ihr müsst auch nicht irgendwie einen Magazinhalter umdrehen und ummontieren, nein, out of the box komplett beidseitig nutzbar. Und dann sind die Bedienelemente auch noch sehr gut gefertigt, bedeutet auch die Sicherung vom Schützen auf der rechten Seite läuft hervorragend. Ihr habt kein Spiel in diesen Hebeln irgendwie drin, dass er auf der rechten Seite scheiße läuft, auf der linken Seite läuft er gut. Nein, läuft auf beiden Seiten einfach nur perfekt. Dementsprechend hier schon mal sehr, sehr gut. Und zusätzlich finde ich ebenfalls den Abzug sehr schön. Er ist klar definiert. Ihr habt einen richtig schönen, sauberen Druckpunkt. Ihr habt ein sauberes, schönes Klicken drin. Vom Abzugsgewicht im repetierten Zustand könnte es vielleicht noch ein kleines bisschen stärker sein. Aber wenn du das Ding vorspannt, ja, oder entspannt, dann habt ihr auch ein bisschen höheres Abzugsgewicht. Aber wie gesagt, Abzug klar definiert und Bedienelemente läuft einfach wunderbar. Dementsprechend auch hier, fassen wir es zusammen, Bedienelemente, machen wir einen Pluspunkt raus. Gut, einen kleinen Neutralpunkt habe ich, und zwar Aufnahme RMR bzw. Rotpunkt auf dem Verschluss oben, Bohrungsabstand 14,5 mm. Entsprechend bekommen wir diese ganzen RMR-Klone aus China, bekommen wir hier leider standardmäßig nicht drauf verbaut. Ich würde an eurer Stelle, wenn ihr einen Rotpunkt drauf haben wollt, ich würde direkt das von Marui nehmen. Das ist zwar sehr teuer mit 70 €, aber es passt perfekt drauf. Dementsprechend hier vielleicht eine kleine Limitierung, eben nur 14,5 mm Bohrungen verfügbar und keine 19 oder 19,5 mm für einen RMR-Klon zum Beispiel. Hier eine kleine Limitierung, gebe ich einen Neutralpunkt. Der nächste Neutralpunkt, das habe ich euch aber in Allgemeininformationen gesagt, nach dem Schusstest. Die Visierung ist für kurze Distanzen nicht geeignet, also Kimmelkorn. Denn wenn ihr jetzt, sage ich mal, wenn ihr jetzt nur Scheiben schießen wollt oder sowas mit dem Ding auf 10, 20 Meter, dann passt die Visierung nicht. Egal wie ihr das Hop-Up einstellt, ob komplett ohne Hop oder mit Max-Hop, das ist egal, ihr müsst prinzipiell unter die Scheibe zielen, damit die Kugel auf die Scheibe fliegt. Bedeutet, sage ich mal, bis 25, 30 Meter müsst ihr immer so um die 20 bis 30 Zentimeter unter die Scheibe zielen, damit die BBs die Scheibe treffen. Das reguliert sich aber, wenn ihr weiter schießt. Bedeutet, wenn ihr das Ding jetzt auf dem Feld spielt und sage ich mal, ihr schießt von mir aus auf 40 Meter oder sowas, dann gleicht sich das Ganze mit dem Hop ein bisschen aus. Aber schöner wäre es einfach, einen Rotpunkt drauf zu haben, den ihr eben auf die Entfernung, was ihr schießt, einmal sauber einstellen könnt. Denn wie gesagt, Kimmelkorn passt auf kurze Distanzen nicht wirklich, egal wie es Hop-Up eingestellt ist. Okay, so, und dann habe ich noch einen Kritikpunkt, den man heute definitiv geben muss, was ich gar nicht gut finde, und zwar, das ist das Befüllen von den Magazinen, was standardmäßig mit einer stinknormalen Gasflasche nicht funktioniert. Bedeutet, das Einfüllventil ist so tief in dem Magazin oder im Bodenstück drin versenkt, dass ihr mit der Nadel oder mit der Spitze gar nicht reinkommt. Bedeutet, ihr braucht für die meisten Gasflaschen irgendwie einen Aufsatz oder eine Verlängerung, damit es auch überhaupt möglich ist, die Magazine zu befüllen. Das verstehe ich nicht. Dementsprechend hier ein Kritikpunkt, das finde ich kacke. Da hätten sie das Magazin gerne mal, das Ventil gerne mal nochmal 2 mm oder 2,5 mm länger machen können, damit man es mit einer ganz normalen Gasflasche befüllen kann. Dementsprechend hier ein Kritikpunkt, Magazin lässt sich mit normalen Gasflaschen nicht befüllen. Ist nicht gut umgesetzt, muss man sagen. So, und das soll es für euch schon gewesen sein. Nur einen einzigen Kritikpunkt. Ansonsten, wie gesagt, ich würde sie mir fast sogar kaufen, wenn sie mir verfügbar wäre. Eine wunderschöne Backup, perfekte Verarbeitungsqualität, sehr, sehr gutes System und definitiv zu empfehlen. Gut, Preis-Leistungs-Verhältnis, da können wir uns natürlich wieder drum prügeln. Ich weiß jetzt auch nicht, wie der Preis von Airsoft To Go zustande kommt. 200 €, das ist von dem Marui schon wirklich sehr, sehr günstig. Entweder ist es ein Abverkauf oder es ist nicht lieferbar oder keine Ahnung. Denn normalerweise eine Marui liegt immer über 200 ein bisschen. Und dementsprechend finde ich aber auch den Preis von Shopgun für 240 für eine Marui
eigentlich normal. Ja, eine Marui kostet immer Geld, das ist normal. Und dementsprechend für eine gute Backup, die so gut läuft und so gut funktioniert, würde ich auch 240 € ausgeben. Das kann jetzt jeder selber wieder entscheiden, ja oder nein. Natürlich, ihr bekommt auch günstigere Backups, muss nicht immer eine Marui sein, aber das Ding ist trotzdem für 240 wirklich sehr gut. Also Preis-Leistung, natürlich Marui teuer, aber nicht übertrieben. Also verhältnismäßig neutral. Ihr wisst, was ich meine. Gut, Leute, das soll es gewesen sein. Ihr habt bestimmt, oder es gibt bestimmt hier im Raum welche, die schon länger diese FNX spielen, vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung mit dem Modell haben wie ich. Auch heute bitte ich euch, wenn ihr da noch irgendwas dazugeben wollt zu diesem Video, wenn ihr irgendwelche Probleme mit Eure vielleicht sogar hattet oder wenn sogar was kaputt gegangen ist, dann liebend gern Kommentarfeld nutzen. Ihr wisst Bescheid, auch wenn weitere Fragen zu dem Modell sind oder zu irgendeinem anderen Modell, auch dann einfach alles unten ins Kommentarfeld reinhauen. Ich bedanke mich wie jede Woche wieder recht herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.